Mein Name ist Cornelia Gerner, ich bin die Leiterin des Museums Reinickendorf. Wir sitzen hier im Raum zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hinter uns ist die Grenze um Reinickendorf an die Wand appliziert sozusagen. Wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie auch, dass die Tunnel, es waren insgesamt 6 Tunnel, eingezeichnet sind. Diese Fluchten, die dort stattgefunden haben, teilweise auch mehrfach stattgefunden haben. Also die Tunnel sind nicht immer gleich entdeckt worden, waren alle erfolgreich, was natürlich wunderbar war. Marina, du hast heute etwas mitgebracht, ein Objekt, nämlich ein Stewardessenkostüm. Und vielleicht erzählst du uns was dazu, das wäre ganz schön. Also ich bin ehemalige Stewardess der Interflug und das war die Fluggesellschaft der DDR, diese eine. Die wurde gegründet aus der Lufthansa heraus. Und ja, die Uniform, das verbindet also Erinnerungen, die ich damit habe und auch sehr schöne Erinnerungen. Und die Zeit, die ich dort geflogen bin, das war von 79 genau, also gearbeitet bei der Interflug bis 89, bis zur Wende. Und ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Fliegen war damals insgesamt noch nicht so wie heute, dass jeder jederzeit reisen kann. Das war insgesamt noch nicht so. Ne? Das war also auch was Besonderes und in der DDR war das ein besonderes Privileg, weil man ja nicht reisen durfte und wenn man als Stewardess gearbeitet hat, konnte man dann reisen. Die Uniform wurde in Zwickau hergestellt, das war das Modeinstitut der DDR. Und die haben natürlich auch die tolle die Olympiamannschaft eingekleidet und richtig schöne moderne Sachen genäht. Und die Uniform war ja auch ein Aushängeschild für die DDR sozusagen. Da wurde wirklich sich viel Mühe gegeben und wir haben die auch sehr gerne und auch mit Stolz getragen, weil das war ja auch ja, modern und ja, war schon schön, hat Spaß gemacht. Für mich war das selbstverständlich, dass ich in einer Pionierorganisation war. Ich war Mitglied der FDJ und war auch Mitglied in der SED. Ich wurde im Sinne des Marxismus-Leninismus, der Gleichheit erzogen. Also das war meine Erziehung und ich muss sagen, das war auch, aber das war nicht Voraussetzung, dass man fliegen durfte. Also das war wirklich meine Überzeugung. Ja, dazu stehe ich auch. Und was sich aber dann entwickelt hat, war, dass ich durch die Fliegerei nicht nur die Theorie kennengelernt habe, sondern auch die Praxis. Und da habe ich also gemerkt, es waren ja Feindbilder aufgebaut. Ne? Die Bundesrepublik, die Amerikaner, das waren Feinde, das muss man sich mal vorstellen. Kann ich mir heute gar nicht mehr alles vorstellen, aber es war so. Und da habe man sieht dann, dass das ja auch Menschen sind ja, du hast ja den Kontakt nicht, wenn du nicht dort bist. Und dass das eben schöne Länder sind und die Kulturen und dass das auch spannend ist. Und dann habe ich natürlich mit der Zeit auch gemerkt, dass zwischen Theorie und Praxis, also da ist eben auch ein Unterschied. Und ja, und ich habe das auch bedauert, dass ich als Einzige das Privileg hatte zu reisen und nicht jeder reisen durfte. Ja, also das war für mich natürlich tolle Erlebnisse, die ich aber leider mit meiner Familie nicht so teilen konnte, weil ich wusste, also mein Mann wird dort nicht hinkommen. Und deshalb gibt es auch gar nicht viele Bilder und die Dinge, habe ich alle gespeichert.